Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Dow Gold Ratio bricht ein. Standardaktien verlieren im Vergleich zu Gold. Disclaimer. Dow Gold Ratio bricht ein. Standardaktien verlieren im Vergleich zu Gold. Ein Zeichen, dass es mit der Wirtschaft schlechter läuft, ist die fallende Dow Gold Ratio. Dieser Trend dürfte sich am Ende bis unter eins fortsetzen. Jetzt sind Goldaktien und dann Gold das Investment der Stunde. Ja, auch auf kurzfristiger Basis ist sozusagen der Aufwärtstrend der allgemeinen Aktien gegenüber Gold, Sie sehen es auf der rechten Seite, gebrochen. Und immer wenn so ein Brechen dieses Trends kommt, Sie sehen, das kommt mindestens ein Jahr jetzt eine fallende Dow-Gold-Ratio, und diese fallende Dow-Gold-Ratio könnte am Ende auch hier das Tief von 2020 durchbrechen. Vielleicht sehen wir es am Ende der Bewegung irgendwie die Dow-Gold-Ratio unter 10. Also sie wird einstellig und das ist schon signifikant. Also vielleicht nochmal zur Dow-Gold-Ratio für diejenigen, die das nicht so bewusst sind. Es wird einfach die Zahl des Indexes Dow dividiert durch Anzahl Gold. Dadurch kriegt man einen sehr guten Überblick, wie ist der allgemeine Aktienmarkt bewertet im Verhältnis zu Gold. Und damals, als der neue Markt so hoch war, als diese Aktien besonders extrem bewertet war eben sehr viel Kapital in den normalen Aktienmärkten und die Dow-Gold-Ratio war sehr hoch. Sie war hier an diesem Punkt, das war dann im Jahr 2000 genau oder 1999 war sie auf 44 Goldunzen in der Höhe. Also man musste 44 Unzen hinlegen, um einen Dow zu kaufen. Und jetzt haben wir eben gerade davon versprochen, dass möglicherweise das Absinken der Ratio auf unter 10 ansteht. Das heißt, wir haben einen ganz gewaltigen Wertverlust von Standardaktien gegenüber Gold. Das wird im Prinzip verwischt, dadurch, dass die meisten das nicht mit Gold vergleichen, sondern einfach auf die nominalen Bewertungen achten. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, seit 2000 fallen Standardaktien gegenüber Gold und Gold ist im Allgemeinen ein besseres Investment, trotz der nominal gestiegenen Preise bei Standardaktien. Und dieser Trend geht weiter. Und wenn Sie sich das langfristige Chart hier anschauen, das ist ein 200-Jahres-Chart, Dow-Gold-Ratio, wie Sie sehen bei dem letzten Goldhoch, das wir mal hier besprechen, wo auch die Goldaktien damals so eine enorme Höhe erreicht haben, war es bei 1. Also man bekam für eine Unze Gold einen Dow. Und dann hatten wir eine Periode von 17, 18, 19 Jahre, die dann den Dow-Ratio auf 44 gehievt hat. Also da wäre es klug gewesen, 1980 dann die Gold- und Goldaktiengewinne zu verkaufen. Und der nächste Börsenzyklus, also inflationsfreies Wachstum, das ist wichtig, da haben die Aktien sich im Schnitt 44 mal besser entwickelt als Gold selbst. Aber dieser Trend hat sich seit dem Jahr 2000 umgedreht und Sie sehen da jetzt mit der Krise etc. Ähm, wird möglicherweise jetzt die absolute Tiefe anvisiert. Und das kann dann nicht nur unter 10 gehen, nicht nur einstellig werden, das kann dann sogar Richtung 1 wieder gehen, wie 1980er Jahren. Und im Grunde genommen kann es auch darunter schlagen, wie ja viele Schattisten vermuten. Also, dass man möglicherweise für eine Unze sogar 2 DAO kriegt. Und dann ist natürlich unheimlich attraktiv, zu diesem Zeitpunkt dann in den normalen Aktienmarkt zurückgehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Wir haben Goldzeit, Goldaktienzeit. Goldaktien sind aus kaum unerklärlichen Gründen im Verhältnis zu Gold enorm unterbewertet. Und wenn jetzt Gold weiter auf 2300, 2500 steigt, dann dürften die Hemmungen bei Goldaktien fallen gelassen, dann dürften sich viele Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich verwandeln. Das heißt enorme Gewinne und Gold steigt gar nicht so stark. Ich meine, das ist jetzt schön, dass Gold auf 2000 gestiegen ist. Wir haben das ja auch das letzte halbe Jahr hingesagt, dass Gold sich über 2000 Dollar etablieren muss. Aber wo sind die großen Gewinne? Und das muss sich auch wirklich erst etablieren. Dann müssen die Börsen sich etwas beruhigen, dass dieser Abwärtsdruck weg ist und dann dürfte unglaublich viel Kapital in die Goldaktien Penny Stocks gehen. Und dann steigt den Gold auf
Gut, die Statisten meinen, dass es dann erstmal so einen Zwischenhoch bei 2150 im Juni gibt, wird man sehen. Wir können aber auch alle in positiver Richtung überrascht werden, dass es durchaus höher geht, dass wir Richtung 2500 laufen. Und das dürfte dann eine enorme Goldaktienrallye auslösen. Und dann ist es im Grunde genommen langsam Zeit, Goldaktien zu verkaufen, man überproportionale Gewinne. Und Gold ist im Grunde genommen dann immer noch billig. Also dasselbe kann man für Silber sagen. Man vermutet, dass da kann ich vielleicht morgen, heute Abend oder morgen dann nochmal ein Video zu machen, dass Silber vermutlich bis Juni auf 37 geht und dann korrigiert. Und das ist dann vielleicht ein Verkaufszeitpunkt. Das muss man eben beobachten, wie es jetzt weitergeht. Kurzfristig denke ich mal, dass Gold überkauft ist und dass es möglicherweise dann jetzt vielleicht Richtung 1900 nochmal zurückgehen kann. Und dann setzt es an, für den dauerhaften Anstieg über 2000. Aber kurzfristig, denke ich mal, geht Gold vermutlich etwas zurück. Ja, Projektgenerator Golden Triangle, also wirklich ein sehr gutes Rechtsgebiet. Sie sehen das hier. Das ist hier neben diesem Zipfel von Alaska. Hier dieser Gegend. Sie besitzen 19,4 Goldunzen, Low Grade, abgeleitete Ressource 7,22 Millionen Unzen. Ähm, ja, also andere namhafte Unternehmen sind auch daran beteiligt, wie zum Beispiel Tula Gold. Die haben eine enorme Anzahl von Projekten, 20 Projekte insgesamt, besitzen ein riesiges Gebiet in absolut erstklassigen Goldgebieten wie Sky Creek, eben die Golden Triangle in British Columbia. Und sie haben auch noch weiterhin hochgradiges Potenzial. Ich habe jetzt einfach nur mal ein Bohrergebnis aus einer der 20 Projekten, wo das rot markiert ist, hier bei Stewart, zu finden ist. Das sind 269 Gramm pro Tonne. Das heißt, in einem Gold-Bull-Markt dürften dann solche Bohrergebnisse zu einer enormen Euphorie führen und diesen Kurs hochtreiben. Sie haben gesehen, zu was das schon mal geführt hat, zu was eine Euphorie. Das war einfach unglaublich. Das Unternehmen ist dann hier, Sie sehen es hier war die Corona-Krise und dann ist es im Grunde hier von 20, 30 Cent hochgeschossen auf 4 Dollar. Das ist eine mehr als eine Verzehnfachung in ganz kurzer Zeit. Und Sie sehen das eindeutig. Diese Aktie setzt zum Start. Das heißt, das geht eruptionsartig, schubartig und stellen Sie sich vor, bei Gold 2300, 2400 erleben wir vielleicht genau denselben Anstieg, also mehr als das Zehnfache, einfach nur jetzt mit höheren Zahlen. Und dann dürfte diese Aktie in jedem Fall das alte Hoch hier von 4 Dollar erreichen, aber möglicherweise noch weit drüber hinausgehen. Vielleicht ist 10 Dollar und darüber hinaus in dieser Phase keine Seltenheit. Und wenn es eigentlich mal zu einer wirklichen absoluten Goldmania kommt, dann gehen die ganzen großen Unternehmen in diese Gebiete rein, weil die wollen sich diese Gebiete sichern. Sie wollen indirekt Gold und Silber kaufen. Das darf man nicht unterschätzen. Und weil sie überproportional billig sind, die Goldaktien, kann es eben dann zu überproportionalen Gewinnen führen. Ich denke, dieser Zeitpunkt kommt. Der steht bevor mit der Bankenunsicherheit. Ich denke, es wird sich langsam bald rumsprechen, dass kapitalkräftige Unternehmen, große Vermögen überall diese Projekte aufkaufen werden. So, und das führt dann eben zu der von uns erwarteten Goldaktienmania. Ja, meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen. Sage ich mal, Risikoklasse klar. Es ist nicht sehr hohes Risiko. Man könnte sagen, es ist hohes Risiko. Keine Kaufempfehlung. Dennoch finde ich das Unternehmen äußerst interessant. Sollte man sich auf alle Fälle ansehen. Ja, vielleicht nochmal eben zum Potenzialfaktor. Also das ist ein älterer Screenshot, vom halben Jahr oder so, wo ich das gemacht habe. Ich glaube, die Marktkapitalisierung ist jetzt sogar geringer. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, war das sogar bei 2 Dollar noch. Also im Grunde genommen ist es eigentlich jetzt doppelt so hoch. Das heißt, ich rechne einfach die Marktkapitalisierung mit dem Grad des Goldes, mit der Anzahl der Unzen in Verbindung, Länderrisiko, da kommt man auf eine Formel. Also da ist jede Menge Potenzial drin auf alle Fälle. Ja, nochmal, warum Goldaktien so interessant sind. Es gab damals in den 1970er Jahren, wo ich anfangend hier erklärt habe, wo wir auch dieses ökonomische Tief hatten, wo wir Gold im Verhältnis zu Dollar so eine hohe äh,
Performance erreicht hat, ähm, kam es eben zu diesen Bewegungen hier bei den Goldaktien von 10, 20, 30 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Nicht selten wurden aus 1000 Dollar eine Viertelmillion Dollar. Im Grunde genommen rechnen wir damit, dass sich Ähnliches wiederholt, vor allen Dingen auch deshalb, weil Goldaktien im Verhältnis zu Gold so überproportional niedrig bewertet sind. Das sehen Sie im unteren Chart. Da wird die gesamte Anlageklasse Goldaktien mit Gold in Relation gesetzt. Und Sie sehen, seit 1986 befindet sich im Bärenmarkt. Erst jetzt scheint es so, hier seit 2016 mehr oder weniger, den Boden gefunden haben. Und das kann sich natürlich urplötzlich umdrehen. Und dann haben wir diese größte Goldaktien-Rallye aller Zeiten, die hoffentlich bevorsteht. Keiner hat eine Kristallkugel, aber es gibt einfach viele Indikatoren aus meiner Sicht, die genau darauf hinführen. Und deswegen es ist jetzt die Stunde der Goldaktien, gar nicht so sehr das Gold. Das Gold ist relativ teuer. Ob das jetzt 100 Dollar hochgeht oder 200, 300 Dollar hoch, macht keinen ärmer oder reicher. Gold ist natürlich, hat die Funktion als langfristiger strategischer Eigentumsbesitz außerhalb des Bankensystems, ohne das Risiko Dritter damit teilen zu müssen. Also da sind keine Banken oder dritte Personen zwischen. Das ist die strategische Bedeutung von Gold. Und Sie wissen ja auch, langfristig geht Gold unter Umständen auf 8000 Dollar heutige Kaufkraft. Aber das kann sich noch etwas hinziehen. Ja, hier nochmal generell, wie wir das in den zeitlichen Horizont einsortieren. Wir erwarten einfach im Grunde genommen mehrere Ereignisse vor uns. Also das erste Ereignis ist die von mir erwähnte enorme Unterbewertung bei Goldaktien, die sich jetzt eruptionsartig hoffentlich abbauen sollte, wenn jetzt Gold auf 2300, 2500 geht. Sie machen extra überproportionale Gewinne, ähm, können dann von diesen Gewinnen mehr Sachwerte, eben auch Gold und Silber kaufen, wo dann langfristig vielleicht Gold und Silber im absoluten Höhepunkt eben auf 8000 Dollar heutige Kaufkraft geht, Silber auf 200 bis 400. Mike Maloney meint, es gibt dann wie 1980 wieder eine Situation, wo man für 500 Unzen Gold, heute kostet das ungefähr 500 Unzen Silber, heute kostet das ungefähr 15.000 Euro. Da sehen Sie, wie hoch der Hebel ist, ein ganzes Haus kaufen kann. Heute muss man eine unglaubliche Menge an Gold hinlegen, um ein Haus zu kaufen. Das wird durch diese Entreicherung und durch den Kreditkollaps und den Reset mehr oder weniger und aber auch durch die Übertreibung im Gold- und Silberbrauch kommt diese Situation und das ist dann eigentlich die beste Situation, Asset zu kaufen. Genauso natürlich auch dann Aktien. Also wer 1980 zum Beispiel Berkshire Hathaway eingestiegen ist, die hat sich dann verzweihundertfacht die Aktie. Das sehen Sie unten rechts im Chart. Das heißt, an der Höhe des Goldaktienboom, wenn alle unbedingt Gold haben wollen, damals waren 26% der Anleger in Gold bezogene Assets 1980. Heute sind es unter 1%. Also da gibt es noch ein bisschen Raum zu wachsen. So, wenn alle unbedingt in jedem Preis wollen und diese Dow-Gold-Ratio, wie Sie ja links sehen, vielleicht runtergedrückt auf unter 1, dann ist es der interessante Zeitpunkt, in Top-Aktien zu investieren. Und vor allen Dingen kann man noch sehen, was dann bis dahin übrig geblieben ist. Denn das ist ja eine Marktbereinigung, die stattfindet. Und unter diesen Verhältnissen können wenig Unternehmen effizient und nachhaltig wirtschaften. Die werden quasi ausgesiebt, aber einige werden übrig bleiben. Einige haben tolle Zukunftstechnologien. Und wenn wir die dann zu diesem spottbilligen Zeitpunkt kaufen, können wir möglicherweise ja dementsprechend langfristig dann die nächsten 16, 17 Jahre wird es dann sicherlich einen Aktienbullmarkt geben, wie zwischen 1980 und dem Jahr 2000 und können investieren und können von den Dividenden oder whatever leben. Also das ist sozusagen die Strategie, die dahinter steckt und da, wo sich Goldaktien in dieses Universum einordnen. Ja, und wenn man dann einfach mal die Hochrechnung aufmacht, wir nehmen 200 Dollar, wir machen vielleicht im Schnitt für eine 25-fachung mit Goldaktien, dann eine Vervierfachung mit physischem Gold und Silber und dann eine Verfünfzigfachung vielleicht mit Topfonds, die es auch dann geben wird, die im jeden Fall dann billig sind. Top-Aktien, meinetwegen Zukunftsaktien, wenn wir das dann dementsprechend uns auch vorbereiten und dann diese extreme Übertreibung dann umwechseln in Top-Aktien und Zukunftstechnologien etc. oder eben auch Häuser, wie Sie gesehen haben, dann denke ich mal, das ist eigentlich die Antwort meiner Meinung nach, auch die Lösung auf der aktuellen Probleme. Jetzt, wie gesagt, die Politiker sagen,
Rentensystem bricht zusammen. Ja, weil diese Prozesse, diese Verhältnisse das nicht reflektiert. Das ist einfach ein dummes System. Es wird einfach nur aufgeschuldet, bis keine Kommune, kein Land nicht mehr gehen kann. Dann platzt das Ding, dann platzen die Vermögensklassen. Und außer eben Gold und Silber, klar, dann versuchen vielleicht die Politiker, das nochmal zu verhindern, verbieten, werden sich aber vermutlich auch der Digitalkram, der hier angedroht wird, CBDC, wird sich nicht richtig durchsetzen sollen. Am Ende wird Gold und Silber siegen. Und dann haben wir wirklich günstige Preise für, für Aktien und Häuser. Und auf diese Situation müssen wir uns einfach vorbereiten. Und wenn man das einfach hochrechnet, würde man aus einem Investment von 200 € langfristig 1 Million Kaufkraft machen können. Das ist meines Erachtens, dieses Denken ist meiner Meinung nach in dieser Situation die absolute Lösung der Vermögensfrage, der Rentenfrage und man ist meiner Meinung nach verurteilt, das mitzuspielen. Ansonsten wird man Opfer von diesem Verhältnis im Augenblick, wie wir sie haben. Ja, der 1000-Becker-Report enthält 150 Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko geordnet. Wir versuchen den Potenzialfaktor aus Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl Unzen zu berechnen, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Also was kauft man eben, wie bereits erwähnt, wenn dieser Boom vorbei ist. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Ein Like geben, das würde helfen. Dann würde der Algorithmus die Videos auch woanders, sage ich mal, anderen Leuten vorschlagen, die möglicherweise an diesem Thema interessiert ist. Und das würde bei der Verbreitung helfen. Ja, ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle, wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.